Hallo und herzlich willkommen bei Alex Reviewed, eurem Technikkanal im Internet. Toll, dass ihr dieses Video wieder angeklickt habt. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie wir in der virtuellen Box bzw. in der VirtualBox eine virtuelle Maschine erstellen. Dazu installieren wir mal VirtualBox. Das geht ganz einfach, da befolgt ihr einfach die Schritte. Ich habe sie in dem Fall schon installiert. Was natürlich für die virtuelle Box natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist, man muss die Intel Virtualization Technology aktivieren im BIOS, wenn die noch nicht aktiviert sein sollte. Aber dazu kann ich jetzt in dem Video nichts genaueres leider erklären, weil es von Hersteller zu Hersteller verschieden ist, wie man da ins BIOS reinkommt und das einstellt. Und es ist auch vom Prozessorhersteller verschieden, die Bezeichnung, beziehungsweise es hat was mit Virtualisierung zu tun. Ob es jetzt bei AMD ist oder bei Intel, das müsste genau ähnlich heißen. Genau, was machen wir heute? Also heute beschäftigen wir uns mit der Oracle VirtualBox und die können wir einfach hier gleich öffnen. Und hier haben wir die virtuelle Maschine. Hier kann man noch ein paar Einstellungen tätigen, wo die virtuelle Box hingespeichert wird. Das kann jeder individuell einstellen. Eigentlich braucht man das nicht ändern, außer man will die virtuellen Maschinen woanders speichern. Hier braucht man eigentlich auch nichts ändern, hier braucht man eigentlich auch nichts. Hier kann man einfach, ja, dass er ein Update machen soll, jeden Tag oder alle 3 Tage, dass er gucken soll. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Standardsprache ist eher eingestellt, das braucht man auch nicht ändern. Da braucht man auch nichts ändern, da braucht man auch nichts ändern. Dann drücken wir auf einfach OK. Dann erstellen wir können hier entweder eine vorhandene virtuelle Maschine auswählen und öffnen, oder wir können eine virtuelle Maschine, die wir zuvor jetzt erstellen müssen, dann installieren. Ich mache das jetzt hier wieder mal zu und wir können hier einfach eine virtuelle Maschine mit VirtualBox erstellen. Wir können hier auch importieren, wir können auch eine virtuelle Maschine exportieren. Dann drücken wir einfach hier auf Neu, dann wählen wir einfach hier einen Namen aus. Ich nenne es mal Win10. Und das ist hier der Speicherpfad. Hier kann ich gleich ein ISO-Image auswählen und das gleich reinfügen. Aber ich zeige euch jetzt mal die Expertenvariante quasi, also Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert. Ich habe jetzt hier nochmal, muss jetzt hier noch einen Namen eingeben, nochmal Win10. Dann habe ich hier halt eben den Pfad, wo das eben gespeichert wird. Und hier kann ich gleich die ISO reingeben. Würde ich jetzt nicht machen, beziehungsweise man kann es machen. Ich persönlich würde es nicht machen, weil ich dann mir das selber installieren möchte und nicht von Vorbox das installieren lassen würde. Man kann es auch, wenn man es nicht installieren will selber, dann macht das hier die virtuelle Maschine für einen. Aber so an sich würde diese Option natürlich auch gehen, aber man kann es auch natürlich auch selber manuell installieren, so wie man es halt gewohnt ist. Dann haben wir hier ausgewählt Windows 10, das kann man hier verschiedene Windows-Versionen auswählen oder auch Linux und andere Versionen von Betriebssystemen können wir hier virtualisieren mit der virtuellen Maschine. Hier, das wäre diese Option für die, wenn ich hier jetzt die ISO reingegeben hätte. Dann hier kann man bei der Hardware, kann man natürlich den Hauptspeicher erhöhen. Das würde ich erstmal so lassen. Das ist meistens eh immer relativ okay, und wenn man da mal was einstellen will, kann man das im Nachhinein eh immer noch tun. Dann haben wir hier Festplatte. Es kommt immer darauf an, was für eine Festplattengröße man nehmen möchte. Da gibt es unterschiedliche, ja, Speicherarten, also Größen. Für Windows 10 reicht 50 GB, für Linux reicht vielleicht so um die 20 bis 25 GB. Aber das muss man halt immer ein bisschen vorher wissen, wie man das macht. Oder man wählt hier ein virtuelles Disk-Image aus, das sich anpasst. Das wäre dann
Nee, dieses hier nicht. Dieses hier. Nee. Man wählt halt einfach ein Betriebssystem aus, das sich hier anpasst. Vorhandene Festplatte. Ja, man kann eine vorhandene Festplatte auch hinzufügen, die man schon vorher erstellt hat, aber 50 GB reicht meistens immer aus. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier auszuwählen, dass man eine virtuelle Maschine sicherstellen will, die variable Speicher hat. Dann klicken wir hier auf Fertigstellen. Oder auch nicht. Okay, so würde der Expertenmodus aussehen. Warum das hier in dem Fall nicht geht, verstehe ich nicht. Da müsste eigentlich auch so gehen. Wir probieren es im einfachen Modus. Ist für jeden, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn man das so macht. So, jetzt sind wir hier wieder in den normalen Modus gewechselt. So würde der Expertenmodus aussehen. Steht auch hier unten drunter. Kann man hier auf Vorwärts drücken, da kommt man in dasselbe Feld, wie man es zuerst gesehen hat. Hier braucht man eigentlich nichts zu ändern, zumindest für die Grundinstallation. Man kann das immer noch dann erweitern, wenn man das im Nachhinein noch dann machen will, wenn man sieht, dass das zu wenig Speicher ist. Dann haben wir hier die 50 GB, das reicht für Windows 10 vollkommen aus. Dann hier können wir auch natürlich eine vorhandene Festplatte hinzufügen oder halt eben eine oder keine Festplatte zum Beispiel. Hier kann man volle Größe erzeugen. Ja, das ist eigentlich egal, das ist jetzt eine Variable. Dann drücken wir auf einfach OK, passt. Dann können wir hier auf Ändern noch einige Sachen einstellen, die ich persönlich einstellen würde. Hier, wenn man hier auf bidirektional geht, dann kann man zwischen den virtuellen Maschinen, also beziehungsweise dem Hostcomputer, der Hostcomputer ist den wir hier sehen, das Windows 10, nicht Windows 10, Windows 11, wo das Programm halt läuft. Und der Virt-Computer ist halt der dementsprechend hier dann virtuell läuft. Und da zwischen den beiden, wenn man da zwischen Dateien hin und her kopieren will oder halt eben auch Text hin und her kopieren will, dann sollte man diese beiden Optionen auf bidirektional einstellen. Was kann man hier jetzt noch einstellen? Hier kann man die Prozessoren hier drüben erweitern. Das brauche ich jetzt in dem Fall hier nicht. Hier kann ich den Hauptspeicher erweitern, also den RAM. Hier kann ich einige Sachen noch auswählen. Hier kann ich noch ein TPM-Modul hinzufügen, was für Windows 11 natürlich wiederum vonnöten ist. Hier habe ich die 3D-Beschleunigung, die ist auch immer gut, wenn man die hat. Da kann man hier die 3D-Beschleunigung, die ist auch nicht schlecht. Das muss man aber nachher noch installieren, die Gast Editions. Hier haben wir unsere virtuelle Festplatte, die wir erzeugt haben. Hier haben wir den Audiocontroller, den kann man auswählen. Hier haben wir Netzwerkadapter, verschiedene Netzwerke kann man hier auswählen. NAT, Netzwerkbrücke und die ganzen anderen. Ich lasse jetzt hier einfach mal die Standardsachen, damit man einfach ganz einfach jetzt dann in das Betriebssystem dann nachher nach der Installation starten kann. Hier haben wir noch eine serielle Schnittstelle, die kann man einschalten. USB 3.0, 1.0, kommt drauf an, was für einen Rechner jetzt man hat. Ja, das war jetzt so die Grundeinstellungen. Drücken wir auf OK, damit er das speichert. Jetzt könnten wir eine ISO-Datei einbinden und die binde ich dann hier ein mit diesem CD-Symbol. So, jetzt geben wir hier die ISO rein. Das funktioniert so. Hier wählen wir die ISO aus. Hier auf Downloads, hier ist die ISO drin. Und dann drücken wir auf Öffnen, dann auf OK und dann hier auf Starten. Dann sieht man hier, dass hier das aufpoppt und dann startet direkt die virtuelle Maschine. Hier kommt sie schon. Das können wir einfach wegklicken. Und jetzt startet der ganz normale Windows 10 Installer. Und man sieht hier unten, dass hier von der CD geladen wird. Ups, jetzt ist das Fenster ein bisschen größer. Und Windows 10 startet jetzt. Ja, diese Fenster hier können wir ignorieren.
So, jetzt kommt der ganz normale Windows 10 Assistent, da springe ich einfach mal ganz schnell durch. Das dauert ein bisschen. Trotz SSD. So, ich nehme hier einfach Windows 10 Pro, ihr könnt jede Version wählen, die hier verfügbar ist. Ist ganz egal. Ich nehme hier einfach die Pro, dann drücke ich auf Weiter, brauche nichts machen und dann kopiert er das. Und wenn das fertig kopiert ist, zeige ich euch dann, wie man das dann richtig einstellt. So, das Windows 10 ist jetzt fertig installiert. Braucht noch ein bisschen. Ja, wenn jetzt Windows 10 fertig eingerichtet ist, dann können wir die sogenannten Gast-Editions installieren. Und dann sind wir mit der Installation von einer virtuellen Maschine in VirtualBox eigentlich fertig. Ja, wenn sich hier das jetzt hier aktualisieren würde und Windows 10, jetzt hat das angezeigt, super. Hier könnt ihr euer Land einstellen, das ist ja individuell. Hier Tastatur ist bei mir Deutsch, brauche ich auch keine zweite. Ja, jetzt braucht er noch ein bisschen. So, es dauert immer ein bisschen bei Windows, bis man dann mal fertig das Ganze eingerichtet hat. Ja, super. Meldungen von Windows sind auch immer Legende. Ja, genau. Ja, es dauert jetzt wieder ein bisschen. Ja, jetzt muss ich irgendwelche Einstellungen noch einrichten. Ja, es ist typisch für Windows. Ja, super. So, jetzt müsste er gleich fertig sein. Wenn man das anhand dieser Meldung glauben kann. Nee, noch nicht ganz. Es braucht noch ein bisschen. Also Windows ist da wirklich langwierig, der Installationsprozess, wenn man so sagen kann. Na, immer noch nicht fertig. Ja, immer noch nicht. Ja, es liegt jetzt nicht an der Hardware, am Computer oder am Prozessor. Das ist, weil Windows einfach unnötige Sachen tut im Hintergrund. Ja, super. Sagt er wieder dieselbe Meldung wie vorher. Ja, nochmal, wir arbeiten dran. Ich glaube, ich überspringe das mal und zeige euch, wenn ich das Windows fertig eingerichtet habe. So, das Setup ist jetzt zwar noch nicht fertig, aber ich dachte, ich zeige euch das nochmal, wie das genau geht. Die ganze Einrichtung gehört ja auch irgendwie dazu. So, ich hoffe, das braucht jetzt nicht so lange. So, wir wollen ein Offline-Konto erstellen und kein Microsoft Online-Konto sozusagen. So, dann drücken wir eingeschränktes Setup. Das dauert jetzt wieder ein bisschen. Dann geben wir hier unseren Namen ein.
Passwort geben wir keins ein, weil wenn wir ein Passwort hier eingeben würden, müssten wir die ganzen Sicherheitsfragen durchklicken und das interessiert keinen. Das kann man sowieso nachträglich noch in den Einstellungen dann festlegen, das Passwort. Muss man jetzt nicht hier unbedingt im Setup einstellen. So, das dauert jetzt ein bisschen. Hoffentlich nicht so lange wie vorher. Aber wir kennen ja Windows schon, dass uns Windows ein veräppelt. Ah, doch nicht? Nö, brauchen wir nicht. Ja, was Microsoft immer hier haben will. Ich drücke hier persönlich immer auf Nein, beziehungsweise die letzte Option ist immer am besten. So, jetzt müsste er eigentlich gleich fertig sein. Hoffentlich. Nö, noch nicht ganz. Microsoft sieht das noch anders. So. Einen Moment. Einen Moment bitte nochmal. So, jetzt. Hallo. Standardbildschirm für die Einrichtung. Jetzt müsste es gleich blau werden. Genau. Und dann werden wir uns mal mit der Einlegung dieser Gast-Editions beschäftigen. Wenn das hier dann gleich fertig ist. Ich hoffe, das braucht jetzt dieses Mal nicht so lange wie vorher. So, jetzt müsste das eigentlich gleich gehen. Hoffentlich. Ich kann euch schon mal zeigen, wo die Gast-Editions zum Einlegen sind, beziehungsweise die Gast-Editionen. Dann drücken wir hier auf Geräte und hier sind die Gasterweiterungen. Die kann man hier einlegen. Ich lege sie mal ein. Ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Ich glaube, es hat noch nicht funktioniert, weil er eben noch in dem Setup-Prozess drinnen ist. Und hier sieht man auch, dass ich das auf bidirektional umgestellt habe. Dann kann ich mit der virtuellen Maschine dementsprechend besser kommunizieren. Ja, super, Windows 10, ja. Schauen wir mal gleich, ob wir die Gast Editions schon eingelegt haben. Dann, wenn er fertig hier dieses ganze Dingsbumses gemacht hat. Das dauert. Ja, hier sind die Gast Editions zu finden. Hier kann man die Gast Editions updaten, wenn man das installiert hat schon. Beziehungsweise die eingelegt hat. Ja, wenn Windows 10 jetzt endlich mal fertig werden würde, wäre das auch nicht schlecht. Ihr werdet euch fragen, was sind die Gast Editions? Die Gasteditionen sind quasi die Treiber für eben die virtuelle Maschine und auch für die dementsprechende virtuelle Grafikkarte, damit ihr auch einen Treiber habt. Dann kann man das Fenster dementsprechend auch, dann passt sich das Fenster dementsprechend auch den Gegebenheiten an, so wie man es halt sich herrichtet. Ob man es jetzt größer oder kleiner zieht, die Auflösung vom dementsprechenden Windows passt sich dann an oder vom Linux oder anderes Betriebssystem passt sich dann automatisch der Größe des Fensters an und bleibt nicht so klein wie jetzt hier zum Beispiel. Ja, dafür sind die Gast Editions eigentlich da, damit die Kommunikation mit der virtuellen Maschine besser funktioniert. Dann legen wir mal die Gast Editions ein, also die Gasteditionen. Dann müsste hier, oder genau, das ist das Netzwerk, das brauchen wir nicht. Können wir auf Nein drücken oder auf Escape einfach drauf drücken. Anzeigentreiber wird gesucht, wir haben schon was gehört, okay. Die Gast Editions sind schon eingelegt oder auch nicht. Eigentlich müsste hier so ein Pop-up kommen wie vorher gerade. Das kommt jetzt irgendwie gerade nicht. Ich gehe jetzt einfach mal in den Explorer, das hilft auch manchmal.
Aha, hier sind die Gast Editions. Dann drücken wir auf rechte Maustaste und können einfach öffnen und hier unter Windows draufdrücken. Dann müssen wir natürlich auf Ja drücken. Hier hat sich schon der Edge gestartet, warum auch immer. Programm schließen, ja, reagiert nicht, egal. Manchmal muss was manuell gemacht werden, manchmal poppt hier einfach unten eine Meldung auf, dass man das installieren kann. Ich habe das jetzt mal manuell gemacht. Ich drücke einfach durch und der installiert jetzt die Gast Editions, die Gastedition. So. Und hat eben die Treiber quasi für die virtuelle Maschine. Das dauert jetzt ein bisschen. Da muss man den Rechner einmal neu starten, also nicht den Rechner, sondern die virtuelle Maschine muss neu gestartet werden. Man hört es auch schon, dass er was erkannt hat. Starten wir die virtuelle Maschine mal neu. Und dann müsste die ganze Geschichte installiert sein und dann auch dementsprechend funktionieren. So, Windows 10 ist jetzt fertig hochgefahren. Fast, noch nicht ganz. Aber wenn ich jetzt hier schon mal das Fenster hier nehme und mal hier oben doppelt drauf tippe, dann müsste eigentlich sich das anpassen, aber tut es noch nicht, weil er noch nicht drinnen ist. Aber man sieht hier das, was ich gemeint habe, wenn diese Gast Editions eben nicht installiert sind, dann hat man, wenn man in Vollbildmodus geht, so einen komischen Rahmen. Aber wenn man jetzt das hier so macht, warum geht das nicht? Die Gast Editions sind ja installiert eigentlich, müsste eigentlich funktionieren. Dann müssen wir da mal gucken. Ah, jetzt hat das. Und das sind die Gast Editions, die für das hier verantwortlich sind. Ja, das war es jetzt hier eigentlich von diesem Video, wie man eine virtuelle Maschine einrichtet. Geht mit Linux oder mit anderen Windows-Versionen ähnlich. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Klickt gerne auch auf den Daumen nach oben Button, beziehungsweise wenn ihr noch Fragen habt, gerne auch in den Kommentaren, könnt ihr auch gerne schreiben. Und ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen, wenn euch das, was ich mache, gefällt. Das war es jetzt hier mit dem Video. Bis zum nächsten Video und tschüss.